Hallo, hier ist Torben von Amazonas Pet New. Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Filteranlage und zwar ein Grund, ich will die Filteranlage ein bisschen mehr aufmotzen, wie in der letzten Folge schon erwähnt. Ja, da habe ich ja erzählt, dass ich hier diese Zichlas eingesetzt habe. Echt, hier guck mal, richtig hammergeile Tiere. Und zwar, ja, weil die ganz gut was fressen, möchte ich so ein bisschen was optimieren an der Filteranlage. Und ich werde heute auch noch mal mit darauf eingehen, was ich in der Vergangenheit an der Filteranlage schon optimiert habe. Damit wir einen Blick auf die Filteranlage bekommen, entferne ich die Bretter vom Unterschrank, die hier mit Magneten einfach befestigt sind. Zuerst möchte ich euch aber erstmal zeigen, was mit dieser Filteranlage hier alles gefiltert wird. Das ist nämlich nicht nur dieses 4500 Liter Becken, sondern hier unten auch noch ein 500 Liter Aufzuchtbecken, das damit angeschlossen ist. Und im Raum hinter dem 4500 Liter Becken ist noch dieses 800 Liter Becken mit 2 Meter Länge, 80 cm Tiefe und 50 cm Höhe. Das ist halt auch noch mit an diesen Wasserkreislauf angeschlossen. Nun kommen wir auch einmal zur ersten Veränderung, die ich vor ein paar Monaten schon realisiert habe. Und zwar fahre ich hier in dieser gesamten Filteranlage mittlerweile ein bisschen niedrigeren Wasserstand und genau wegen dem 800 Liter Becken, was halt zusätzlich mit angeschlossen ist. Hat den Hintergrund. Da hatte ich nämlich die Erfahrung gemacht, muss man ja so sagen, als Stromausfall war, sind ja die Pumpen ausgefallen und dann fängt an, ja, hier aus dem Hauptbecken auch das Wasser abzulaufen bis zur Kante des Überlaufschachts, der sich ja hier oben befindet. Und genauso ist es auch drüben mit dem 800 Liter Becken. Dieses ganze Wasser, das geht hier unten in diese Filterbecken hinein. Und um da genug Puffer zu haben, bedeutet, wenn das Wasser dann halt reinfließt, dann darf der Wasserstand hier so ein bisschen steigen. Vorher, ich mache hier mal auf, seht ihr das Rohr dort hinten, war der Wasserstand bis da oben dran. Also die Becken waren hier wirklich richtig voll und wenn dann ganz schnell Wasser nachgeschossen ist, sind die halt einfach angefangen überzulaufen. Okay, ich habe ja vorgedacht, war in dem Fall nicht das größte Problem, weil ich habe hier überall PVC-Boden reingelegt, habe ja diese Aquarien oder auch diese Filteranlage in der Hausbauplanung mit drin gehabt. Bedeutet, der Estrich, der ist nach hinten abfallend und hier links in dem ganz linken Abteil, jetzt muss ich die Klappen mal kurz hier auch noch aufmachen, sieht man fast aber nicht, da hinten geht auch ein Rohr hin, da ist ein Bodenablauf, der ist halt einfach an der tiefsten Stelle von diesem ganzen Unterbau, den ihr seht. Bedeutet, Wasser, was wirklich überläuft, das läuft da hinten rein. So, aber da muss man ja nicht jedes Mal sein Glück herausfordern und das dann so machen. Deswegen habe ich reagiert und den Wasserstand halt von der Höhe auf dieser Höhe gesenkt. Das sieht man hier auch mal immer ganz schön, muss man sagen, an dem Schmutz, an den Kalkrändern. Und wie ich das gemacht habe, keine neue Lochbohrung oder so. Ich habe damals, als ich ein Strömungsbecken gebaut habe, auch schon mal ein Do-it-yourself Overflow präsentiert. Und das ist das gleiche in grün. Wisst ihr was? Den Link dazu stelle ich oben jetzt in der Infocard nochmal mit ein. Da seht ihr, wie das funktioniert, weil hier hat man nicht wirklich einen Überblick, wie das Ganze läuft. Es ist jedenfalls aus einer Verrohrung ganz einfach zurechtzubauen. So kann man auch einen Overflow betreiben, wie halt in dem Video, was ich hier oben eben verlinkt habe, wenn man da noch ein Filterbecken anschließen möchte. Jedenfalls geht über diese Verrohrung das überschüssige Wasser, was halt hier oben drüber ist, einfach ab in den Abfluss und ich fahre somit hier jetzt einen niedrigeren Wasserstand. Und dazu kommt jetzt halt einfach, wenn es dann doch mal so irgendwie überlaufen sollte zu voll oder der versagt auch, dann habe ich hinten übrigens in allen
Becken, die ich hier unten habe, also in den beiden Filterbecken auch noch, immer oben in der Mitte so ein Notüberlauf. Eine weitere Änderung, die ich hier vorgenommen habe, ist, das hier ist die Hauptpumpe, eine Gibao DCP 15000. Die hatte ich vorher halt so angeschlossen, dass die das 800, also mit dem Bypass das 800 Liter Becken und dieses 500 Liter Aufzuchtbecken auch mit betreibt. Die Pumpe ist jetzt nur noch für das 4500 Liter Becken zuständig und hier habe ich noch eine kleine, eine DCP 6500. Die ist jetzt dafür zuständig, dass drüben das 800 Liter Becken und dieses 500 Liter Aufzuchtbecken mit betrieben wird. Da geht hier die Verrohrung lang, hier weiter, hier teilt sich das dann auf. Hier habe ich halt auch noch mal einen Ventilhahn rangesetzt, der dann halt rüber geht zum anderen Aquarium. Falls ihr euch fragt, was das hier für ein wildes Gerät ist, eine richtig coole Geschichte. Das ist quasi mein Stromausfallmelder von dieser Pumpe. Zum einen, wenn ich keinen Strom mehr habe, schickt mir dieses System eine SMS aufs Handy oder nur die Pumpe fällt aus. Da ist das hier, nämlich ein Sensor, der merkt, aha, da ist kein Wasserdruck mehr drin in dem Rohr, dann schickt er mir auch eine SMS, dass da ein Problem an der Anlage ist und ich kann möglichst schnell reagieren. Das ist echt eine feine Sache. Und dazu das Video stelle ich jetzt hier oben auch noch mal in der Infocard mit ein. Nun im nächsten Schritt habe ich die Abdeckung runter gemacht, so dass wir hier mal freien Blick auf den Filter haben. Ihr seht hier hinten links, da ist dann halt auch noch mal dieser Notablauf. Der Schlauch, der da reinführt, das ist der Abwasserschlauch von der Osmoseanlage. Ich will das mal zeigen, hier ist jetzt auch gerade die Zeitschaltuhr an, dass hier Osmosewasser reinfließt. Sprich bei dem großen Beckenvolumen, was ich ja hier habe, in dieser ganzen Anlage, rund 6800 Liter, da kann man Osmosewasser so direkt reinlaufen lassen. Da merken die Fische das nicht. Ansonsten bitte ich natürlich darum, wenn ihr mit Osmosewasser arbeitet, nicht das reine Osmosewasser nehmen, das dann halt wieder ein bisschen mischen mit eurem Leitungswasser, so dass ihr da einen richtigen Leitwert habt und damit dann halt den Wasserwechsel machen. Gucken wir uns noch mal die gesamte Filterung an. Hier auf der Seite, dem mittleren Becken, hier kommt das Wasser an. Über diesen Hahn wird es bis zum Überlaufschacht angestaut und geht dann hier in diese wilde Konstruktion rein. Das ist mein selbstgebauter Fließfilter. Wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise auch wie ich den aufgebaut habe, da stelle ich auch noch mal einen Link jetzt hier oben in der Infocard ein. Ist eine affengeile Geschichte in Sachen mechanische Filterung. Das Wasser geht hier rein und muss dann durch dieses Vlies, was ich hier habe, was dann halt auf diesem Gitter aufgespannt ist, muss dort durchfließen. Das holt richtig massiv schon mal den Dreck raus. Das seht ihr hier. Und jedes Mal, also wenn da mehr Dreck reingeht in das Vlies, dadurch fließt das Wasser schlechter durch und hier drin steigt der Wasserstand, sodass hier mit dem Schwimmschalter, der hier ist, dieser Motor betätigt wird und der Motor dreht das dann einfach ein Stück weiter, holt das dreckige Vlies raus, von der anderen Seite geht sauberes Vlies wieder mit rein und es wird weiter gefiltert. Und das Geniale ist halt einfach, ich habe den Dreck nicht nur im Filter drin, ich habe den aus dem Aquarium draußen. Der ganze Mulm, das dreckige Zeug, was von oben ankommt, das geht hier komplett raus aus dem Aquarium. Das gammelt im Wasser nicht mehr weiter, sondern außerhalb des Wassers. Wie gesagt, dafür den Link habe ich ja jetzt eben eingestellt. Eine interessante Sache, so ein Fließfilter. Dahinter, das sieht man hier besser, kommen einfach ganz simpel hier bis nach hinten durch Mattenfilter.
Da fließt das Wasser von oben nach unten durch. Hier unten, seht ihr, da habe ich auch schon ein bisschen Mulm drin, nach 2 Jahren Betriebszeit. Da habe ich Rasengitter genommen, einfach Rasengitter ausgelegt, damit das Wasser gleichmäßig von oben nach unten durchdrückt und dann unten halt rübergehen kann ins nächste Abteil und dann halt hier mit Verrohrung rübergeht in das Filterbecken, was primär für die biologische Filterung da ist. Natürlich muss man sagen, dass hier auch schon ein Teil biologische Filterung stattfindet mit diesen Filtermatten, die sich dahinter befinden. Oben im oberen Bereich, wo das Wasser auch so ein bisschen rüber plätschert, noch mit Sauerstoff angereichert ist, dort werden die aeroben Filterbakterien hauptsächlich arbeiten und dann hier bei insgesamt, ja, das sind gut 40 cm Filtermatten, unten haben die nicht mehr so viel Sauerstoff, dass auch die anaeroben Bakterien halt arbeiten können. Hier muss man sagen, ist hauptsächlich mein Biofilter, weil ich ja eben schon gesagt habe, ganz unten, da wird nicht mehr viel Sauerstoff drin sein, habe ich hier Sauerstoffsteine drin, die das Ganze dort hinten nochmal anreichern. Und zurzeit filtere ich hier hauptsächlich mit Helix und ja, auch ein paar Filtermatten. Und ja, irgendwie ist es immer so ein Bauchgefühl, vielleicht nicht das Beste ist, habe ich hier schon mal Siporax vorbereitet, sprich Siporax Pond. Das hat 25 mm Durchmesser und ist in diesen Filtersäcken drin, beziehungsweise habe ich das abgefüllt. Muss auch noch mal gucken, also das wird nicht der einzige Filtersack sein, der jetzt hier reinkommt. Ich habe gerade nur noch diesen einen Filtersack gefunden, ärgert mich so ein bisschen. Daher kann ich das jetzt auch nicht zeigen, wenn ich das ganze Abteil hier voll knalle mit Siporax. Also es kommen insgesamt noch mal 50 Liter Siporax rein. Und ich wähle ganz bewusst Siporax, weil das meiner Meinung nach einfach das allerbeste Filtermedium ist. Das ist ja so ein, wie heißt das, gesintertes Glas. Das bietet halt einfach auf der Oberfläche, die es hat, beziehungsweise dadurch, dass sie so porös ist, das Wasser durchströmen kann, ist dieses Material bietet einfach am allermeisten Oberfläche, die dann wiederum für die Besiedlung von diesen Filterbakterien da ist. Und deswegen werde ich das hier mit reinsetzen. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen Helix rausnehmen und dann sehen wir mal, wie es hier gefiltert wird. Ansonsten dort habe ich jetzt 2 Blubbersteine drin. Hier will ich dann noch mal diese Sprudel, Säule oder was das ist, halt machen, damit ich dort hinten einfach über die Breite noch mal ein besseres Bild habe zur Anreicherung mit Sauerstoff. Weil das ist auch schon wichtig, weil ich hier halt speziell in dieser biologischen Filterung auch mit aeroben Bakterien filtern möchte. Im nächsten Schritt habe ich hier schon halt in dem Bereich ein paar Beutel mit Siporax eingebracht, aber wie gesagt, weil ich gerade nicht mehr Beutel finde und längst nicht die Menge, die ich haben will, weil ich schon bis nach hinten hin auch überall Siporax haben möchte. Und sieht man so halbwegs, einmal so quer rüber sieht man jetzt das Geblubbere von dieser Säule, die ich hier noch mit reingepackt habe. Auf der Seite auch ganz schön, da strömt das Wasser aus dem anderen Filterbecken ein. Bedeutet hier, dadurch kriegt man hier auch noch mal eine ganz schöne Strömung hin, dass sich das Helix so ein bisschen bewegt. Aber ist nicht zwingend notwendig, muss man auch sagen. Vor allem, wenn ich dann noch mehr Siporax hier drin habe, dann wird da eh nicht mehr so viel Bewegung drin sein. Was jetzt mit das Allerwichtigste ist und aufgepasst. Beste Filtermaterial bringt nichts, wenn es nicht richtig durchströmt wird. Und da muss man sagen, hat man mit diesen, wenn man das in diese Säcke reinpackt, auch schon mal so ein bisschen so ein Problem. Weil, stellt euch auch vor, wenn hier alles voll mit Säcken ist, dann würde das Wasser so,
ja, ich sag mal, an diesen Lücken, wo die Säcke dann halt aneinander reiben oder auch Durchflüsse haben, einfach dort durchfließen und ja, das Wasser wird gar nicht richtig das Filtermaterial durchströmen, was es ja unbedingt machen soll. Und daher ist es eigentlich, muss ich echt sagen, gar nicht mal so schlecht, hier in dieser Kombination mit diesen Säcken, wo das Siporax drin ist, aber auch halt einfach mit dem Helix hier zusammen zu arbeiten, weil das Helix, das setzt sich hier echt in diese ganzen kleinen Lücken richtig schön rein. Man sieht es auch hier, wenn ich hier mal einen höheren Wasserstand fahre, hat man es hier auch gleich überall mit drin, das Zeug. Es geht hier halt überall richtig schön rein, wird dann natürlich auch zum einen durchströmt, aber zum anderen staut es das Wasser auch so, dass es auch auf alle Fälle ordentlich durch Siporax durchströmt, das Wasser. Also ist meiner Meinung nach in dieser Kombination die perfekte Kombination halt einfach. So findet richtig schön eine biologische Filterung statt. Wie gesagt, da hinten passiert noch ein bisschen was und dann haben wir es halt perfekt. Und zusätzlich natürlich auch, warum ich diesen Step gemacht habe, hier noch was zu verbessern. Ihr seht auch, hier in dem Becken habe ich ja den Wasserstand runtergesetzt, der vorher ja ungefähr auf dieser Höhe war, ist jetzt ungefähr 10 cm niedriger. Bedeutet auch mal eben 50 Liter weniger Filtervolumen hier in diesem Bereich. Und das kann man dann natürlich mit richtig gutem Filtermaterial wieder auffangen, wenn man ein niedrigeres Filtervolumen hat. Habt ihr eben gesehen, wie sich dieses Band hier, da das Vlies so ein kleines Stückchen weiter bewegt habt? Ja, genau das passiert nämlich gerade, weil ich hier ordentlich rumgewühlt habe. Guckt euch das Wasser hier oben an, wie mulmig das gerade ist. Furchtbar, ich will gar nicht weiter oben ins Becken reinschauen. Jedenfalls kommt der Schmutz natürlich auch direkt hier an diesem Fließfilter an und er ist wieder prächtig am Arbeiten. Hier zack, dreht sich wieder ein Stück weiter. Also er dreht sich alle paar Sekunden gerade immer mal wieder ein kleines Stückchen weiter, weil er halt diesen ganzen Mulm, den ich hier aufgewühlt habe, am rausfiltern ist. Ich werde jetzt noch ein kleines bisschen weiter rumbasteln an der Anlage. Vielleicht finde ich die Filterbeutel auch noch, aber wie gesagt, ich kriege gerade die Krise, dass ich die nicht gefunden habe. Aber ihr kennt das vielleicht, die fliegen seit über 2 Jahren irgendwo gut verstaut rum. Wenn man mal aufräumt, sieht man sie auch immer wieder und weiß, oh, die will ich dann noch mal bald benutzen. Und dann, wenn man sie schnell braucht, ja, kein Plan, wo die sind. Vielleicht muss ich mir doch noch mal neue bestellen. Naja, ich werde jetzt erstmal noch mal ein bisschen rumhantieren, rumbasteln. Wir sehen uns dann bald wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen. Und für die, die es dann sowieso interessiert, ganze Filtertechnik, ich habe schon viele Videos dazu gemacht. Dazu habe ich jetzt hier auch extra noch mal eine Playlist eingefügt, hier oben, so dass ihr euch die anderen Videos zur Filterung auch mal anschauen könnt. So, und da kommt schon die Aufsicht der Filterung. Ja. Also, macht's gut, tschüss, euer Torben von Amazonas Becken EU.